Und dann ist die Mauer gefallen und plötzlich gab es eine ganze Stadt. Es war wie ein Riesenabenteuer, wie in Amerika, dieser Goldrausch. Und dann habe ich einen Anruf bekommen, freitags, wenn du Samstagmittag um 16 Uhr in der Rosenthaler Straße bist, kannst du eine Wohnung für 29 Mark haben. Also überall war sozusagen Zukunft. Ja, das war total irre. Du bist eigentlich über so ein Nachkriegsszenario zwischen Steinen, also Mauerwerk, richtig Berge, mit so einem Trampelpfad bist du drüber gelatscht. Und da liefen Leute mit kupfergeschminktem Gesicht rum und das waren die Darsteller. Und die Gäste sind gefesselt aneinander durch so Hallen von einer alten Stasi-Abhörzentrale geführt worden. In der einen Ecke wurde eine Frau verprügelt, in der anderen Ecke hat ein Typ seinen Penis auf ein Holzstück gefesselt bekommen und Nägel wurden durchgehauen. Und ich musste dauernd Bierkisten von links nach rechts tragen. Nee, so Pulver. Und die haben es aber direkt aus der Flasche so auf die Hand weg. Ja. Das war so geil. Das war Techno. Und es gab einen kurzen Bericht, weiß ich nicht, für 3 Minuten. Ja, da gab es jetzt so eine Demo in Berlin mit Techno-Musik. Da waren dann, glaube ich, beinahe mehr Bullen dabei als tatsächlich Teilnehmende, weil die alle nicht wussten, was das jetzt wird. Endlose Möglichkeiten. Wenn das nicht klappt, machst du das nächste. Du brauchtest eine Steckdose, einen Tapeziertisch, 2 Kisten Bier, Flasche Wodka, Pappbecher und ein bisschen Bitter Lemon. Und mehr gab's auch nicht. Und eigentlich ein Mischer, 2 Turntables, Boxen und ein Strobo. Und eine Nebelmaschine. Und das war alles. Jeder kann kommen, egal wie er aussieht, und er gehört erstmal dazu und wird mit einem Lächeln begrüßt. Die Wandstruktur der Gebäude ist sozusagen noch original erhalten. So sah hier früher alles aus. Also richtig alles. Im Grunde genommen war das schon so der wahr gewordene Hippie-Traum. Wir haben hier so einen begrenzten Raum, wo nur noch so die Regeln gelten, die wir gut finden. Und da sind alle gleich und jeder kriegt Respekt. Dadurch wird im Grunde genommen Politik auch neu definiert, nämlich als so ein Miteinander und nicht als so ein Gegeneinander. Und solange du niemanden auf den Sack gehst, kannst du ja machen, was du willst. Und das ist ja heute alles nicht mehr so. Also du meinst, sowas würde heute gar nicht mehr gehen? Nee, nicht in Berlin. Also als wir hier heute Morgen standen, nach einer Abschiedsfeier, die wir abgehalten haben, waren wir alle zutiefst betroffen und traurig und sind halt Tränen geflossen natürlich.